Coruscant brannte. Meister Azronen stand auf dem Balkon des Hohen Rates und sah zu, wie die Rauchsäulen der 5 Türme des Tempels den Himmel schwarz färbten. In seiner Hand fühlte sich sein grünes Lichtschwert, das Symbol für Harmonie und Weisheit, plötzlich leicht und bedeutungslos an. Er hatte Jahrzehnte damit verbracht, die Philosophie des Lichts zu studieren, nur um zuzusehen, wie ein einziger Schatten alles verschlang. »Meister, wir müssen zum Hangar«, rief ein Padawan hinter ihm. Azronen antwortete nicht. Er spürte den Tod von 1000 Jedi in der Macht, wie einen physischen Schlag in den Magen. Es war keine feine Erschütterung mehr, es war ein Riss in der Realität. Die Flucht war ein unscharfer Albtraum. Jahre vergingen in den Schatten. Azronen versteckte sich in den Slums von Nar Shaddaa, in den Eishöhlen von Ilum. Doch die Inquisitoren waren wie Bluthunde. Sie spürten seine Lichtgestalt überall auf. Er war zu hell für eine Galaxis, die in Dunkelheit getaucht war. Dann kam die Nachricht von der großen Säuberung Mandalores. Das Imperium hatte den Planeten der Krieger in ein Grab verwandelt. Ein Ort, an dem niemand sucht, dachte Azronen. Ein Ort, der bereits tot ist. Als sein beschädigter Jäger in die Atmosphäre von Mandalore eintauchte, sah er kein Grün, keine Ozeane, nur glühende Krater und die Ruinen von Sundari. Er landete in einer Wüste aus weißem Sand, Glas, das durch die Hitze der Fusionsbomben geschmolzen war. Er stieg aus und sank sofort in die Knie. Die Luft war voller Gift, das Atmen brannte wie flüssiges Blei. Er griff nach der Macht, um die Giftstoffe wegzudrücken, doch er war erschöpft. »Hilfe«, flüsterte eine Stimme. Aus dem Schatten eines gestürzten AT-AT kroch eine Gestalt, ein Mandalorianer. Seine Rüstung war schwarz vom Ruß, sein Helm zertrümmert. Er hielt ein totes Kind im Arm und seine eigenen Augen waren vom chemischen Gas verätzt. Azronen sah an sich selbst herab. Er trug seine feinen, hellbraunen Jedi-Roben. Sie wirkten hier wie ein schlechter Witz. Er war ein Meister, aber er konnte diesen Planeten nicht retten. Er konnte dieses Kind nicht zurückholen. Er spürte, wie das Tier in seiner Nähe, ein Uhu, der sich in den Trümmern des Jägers versteckt hatte, leise krächzte. Das Tier war am Ende, seine Flügel versenkt. Azronen sah das Tier an, dann den sterbenden Krieger. In diesem Moment geschah etwas in ihm. Der Stolz des Jedi-Meisters starb. Er legte seine Hände auf das sterbende Tier und den Mann. Er nahm die Schmerzen des Tieres in sich auf, fühlte die rohe Lebensenergie und leitete sie instinktiv in den Mandalorianer um, damit dieser den nächsten Tag überlebte. Es war kein Gebet, es war ein Tauschhandel mit dem Tod. »Wer bist du?«, krächzte der Mandalorianer, als sich seine Atmung stabilisierte. Azronen sah auf seine Roben, die nun im giftigen Wind zerfetzt waren. Er nahm die Rüstungsteile eines gefallenen Kriegers, die im Sand lagen, einen schweren Schild und ein Kettenhemd aus Beskar. Er legte es über seine Kleidung. Er verbarg sein Gesicht hinter einem gefundenen Helm. »Ich bin das, was der Boden übrig gelassen hat«, sagte er. Seine Stimme war durch die dichte Atmosphäre tief und rau geworden. Er nahm sein jetzt gelbes Lichtschwert und rammte den Schild in den Boden, nicht um zu kämpfen, sondern um sich darauf zu stützen. Es schien so, als wäre der Kampfgeist, der das Blaue in seinem Schwert ausmachte, erloschen. Er war kein Lichtbringer mehr. Er war der Mann, der im Dreck blieb, wenn alle anderen flohen. Er war der graue Ritter und der Uhu, der anscheinend mehr von der lebendigen Macht verstand, als man ihm zutraute und genesen war, setzte sich auf seine gepanzerte Schulter. Die Schicksalsgemeinschaft war besiegelt. Er würde nicht mehr für den Rat kämpfen. Er würde für diesen einen Mann kämpfen, für diesen einen Planeten. Er würde Mandalore schützen und Mandalore würde ihn verbergen.
Der Wind auf Mandalore heulte nicht mehr wie früher. Er pfiff durch die Glasgerippe der zerstörten Kuppelstätte. Ein dünner, giftiger Ton, der nach Asche und vergessenem Stolz schmeckte. Rey zog den Schal enger um ihr Gesicht. Jeder Schritt auf dem rissigen Boden fühlte sich schwer an, als würde der Planet selbst versuchen, sie in die Tiefe zu ziehen. Sie war hier, weil sie einem Ruf gefolgt war, keinem Wort, sondern einer Vibration in der Macht, die sich anfühlte wie schlagendes Metall auf Stein. »Er wartet dort oben«, krächzte eine Stimme. Rey wirbelte herum. Ein mandalorianischer Krieger, dessen Rüstung so zerschrammt war, dass man die Farbe kaum noch erkennen konnte, lehnte an einem Schutthaufen. Er deutete auf einen Vorsprung, der über einer tiefen Spalte im Boden hing. Auf dem Vorsprung saß eine unbewegliche Gestalt. Rey stieg hinauf. Je näher sie kam, desto massiver wirkte die Gestalt. Es war kein Mann in einer Robe. Es war ein Monument aus Beskar und schwerem schwarzem Leder. Auf seiner Schulter saß ein Uhu, dessen Augen wie zwei Bernsteinfeuer in der dämmerigen Einöde leuchteten. »Meister?« fragte Rey leise. Die Gestalt bewegte sich nicht. Der Helm, ein klassisches Visier, das in den Jahrzehnten des Exils 1000 Narben gesammelt hatte, blieb starr. »Hier gibt es keine Meistermädchen«, dröhnte die Stimme aus dem Helm, tief und vibrierend wie ein Erdbeben. »Hier gibt es nur das, was übrig bleibt, wenn man alles andere weggeschmissen hat.« Rey trat näher. »Ich versuche einen Orden aufzubauen. Ich will das Licht bewahren.« In diesem Moment breitete der Uhu seine Flügel aus und stieß einen Laut aus, der halb Schrei, halb Klage war. Der Ritter erhob sich. Er bewegte sich nicht wie die flinken Jedi im Tempel. Er bewegte sich mit einer gewaltigen, erdgebundenen Kraft. Er griff nach seinem Schild. »Du suchst das Licht, aber du verstehst das Gewicht nicht«, sagte er. Er deutete mit einer gepanzerten Hand auf ein verendendes Tier, das in einer Ecke des Vorsprungs lag. Ein kleiner Strill, der schwer atmete, seine Lungen vom feinen Giftstaub zerfressen. Rey wollte vortreten, die Hand ausstrecken, um zu heilen. Doch der Ritter war schneller. Er legte seine schwere Hand auf den Kopf des Tieres. Rey spürte es sofort. Eine Kälte breitete sich aus. Es war kein Raub, es war ein Abfluss. Die letzten Funken, Leben im Strill, erloschen friedlich. Und ein sanftes, fast unmerkliches Glühen schien durch die Ritzen der Rüstung des Ritters zu pulsieren. Rey wich entsetzt zurück. Du hast ihm das Leben entzogen. Das ist der Weg der Dunkelheit.« Der Ritter drehte den Helm zu ihr. »Es ist der Weg der Erde, Rey. Energie wird nicht erschaffen. Sie wird umgeschichtet. Ich habe sein Leid beendet und werde seine Kraft nutzen, um diesen Ort heute Nacht vor den Stürmen zu schützen. Denkst du, dein Lichtschwert schneidet ohne Preis? Denkst du, das Schiff, das du in den Wolken zerrissen hast, hat keine Narbe im Gefüge hinterlassen?« Rey stockte der Atem. Er wusste es. »Du hast Energie von Ren genommen, weil du dachtest, es sei Liebe«, fuhr der Ritter fort, während er sein gelbes Lichtschwert aktivierte. Die Klinge leuchtete nicht wie eine Taschenlampe. Sie brannte wie flüssiger Schwefel. Aber die Macht kompensiert immer. Wenn du gibst, nimmst du woanders. Wenn du nimmst, musst du wissen, wofür. Er hielt ihr den Schild hin. Er war schwer, kalt und unerbittlich. »Nimm ihn«, befahl er. »Hör auf zu schweben, Rey. Werde fest. Lerne, dass man keine Schule auf Wolken baut, sondern auf dem Dreck und dem Blut derer, die vor uns gefallen sind.« Rey zögerte. Dann griff sie nach dem Griff des Schildes. Das Gewicht riss sie fast zu Boden. Es war die Last von Mandalore, die Last von Order 66, die Last von 1000 Jahren Fehlern. Der Uhu erhob sich in die Luft und kreiste über ihnen. »Ich war ein Meister im Palast von Coruscant«, sagte der Ritter leise, und zum ersten Mal schwang Wehmut in seiner Stimme mit. »Ich dachte, ich sei ein Gott des Lichts. Dann kam die Säuberung. Ich floh hierher zu meinen Feinden. Und hier
Im Dreck von Mandalore habe ich die Macht zum ersten Mal wirklich gespürt. Sie ist kein Verbündeter, sie ist ein Gleichgewicht. Und ich bin das Gewicht auf der einen Seite. Rey sah zu ihm auf. Sie sah nicht mehr das Monster, vor dem sie Angst hatte. Sie sah den Anker. »Lehr mich«, sagte sie. Der Ritter nickte kaum merklich. »Zuerst lernst du zu stehen. Wenn du stehst, ohne zu wanken, zeige ich dir, wie man das Feuer löscht, ohne selbst zu verbrennen.« Der Flügelschlag der Erkenntnis. Die Wochen auf Mandalore hatten Rey verändert. Ihre Bewegungen waren nicht mehr hastig. Sie hatte gelernt, ihr Gewicht in den Boden zu drücken, den Schild wie eine Erweiterung ihres eigenen Skeletts zu führen. Der graue Ritter stand am Rand der großen Gletscherspalte und beobachtete sie schweigend. »Du bist nun fest genug, um nicht beim ersten Sturm umzuwehen«, sagte er, und das Metall seines Helms schimmerte im fahlen Licht. Plötzlich stieß der Uhu auf seiner Schulter einen schrillen Ruf aus. Das Tier breitete die Schwingen aus, doch es flog nicht davon. Stattdessen fixierten seine bernsteinfarbenen Augen Rey mit einer Intensität, die sie bis ins Mark erschütterte. »Er sieht mehr als du«, murmelte der Ritter. »Er ist nicht nur ein Begleiter, er ist Nutzer der Strömungen, mein drittes Auge in einer Welt, die blind für das Unsichtbare geworden ist.« In diesem Moment geschah etwas Seltsames. Rey spürte, wie sich ihre Wahrnehmung verschob. Durch die Verbindung der Macht mit dem Ritter und seinem Begleiter sah sie Mandalore plötzlich nicht mehr als totes Ökosystem. Sie sah die thermischen Winde, die zwischen den Ruinen aufstiegen, die feinen Fäden aus Energie, die wie ein gewaltiges Netz den Planeten umspannten. Der Uhu erhob sich kraftvoll in die Luft. Er schlug nicht bloß mit den Flügeln, vielmehr schien er auf den Energielinien zu gleiten, die Rey erst kürzlich entdeckt hatte. »Die Erde hat dich gelehrt zu überleben«, sagte der Ritter, während er nach oben deutete. »Aber Luft wird dich lehren zu verstehen. Die Energie, die du hier unten umgeschichtet hast, fließt dort oben in einem ewigen Kreislauf. Folge dem Vogel. Er wird dich dorthin führen, wo die Gedanken keine Rüstung mehr brauchen.« Rey sah nach oben. Der Uhu war nur noch ein kleiner Punkt am aschegrauen Himmel, ein Kompass in der Leere. Sie spürte, wie die schwere Last des Schildes an ihrem Arm plötzlich eine neue Bedeutung bekam. Er war nicht mehr nur Schutz, sondern der Anker, der sie davor bewahrte, sich in der Unendlichkeit der Luft zu verlieren. »Geh«, befahl der Ritter. Der Wind wartet nicht auf jemanden, der zu lange zögert. Rey atmete tief ein, und zum ersten Mal schmeckte die Luft nicht nach Staub, sondern nach Freiheit. Sie begann den Aufstieg, geleitet von den goldenen Augen des Uhus, der über ihr in den Strömungen der Macht kreiste. Der Wind frischte auf und der Uhu verschwand in der Dunkelheit der oberen Atmosphäre. Ein Vorbote für das nächste Element, das Rey noch meistern musste. Doch heute Nacht war sie auf Mandalore. Heute Nacht war sie die Erde.